Glücklich sein. Klingt einfach, ist es aber nicht. Wir suchen es in neuen Schuhen, in Likes, in Urlauben. Aber das echte Glück, das versteckt sich meist in ziemlich unspektakulären Momenten. Glück ist kein Dauerfeuerwerk. Es ist eher wie Wetter. Mal Sonne, mal Wolken. Und du musst nicht jeden Regentag hassen. Manchmal wächst genau dann, was später blüht. Also schauen wir uns mal an, was dich wirklich glücklicher macht und was dich ganz sicher davon abhält. Erstens. Dankbarkeit, still, aber stark. Manchmal ist Glück kein Wow, sondern ein leiser Gedanke. Eigentlich ist gerade alles okay. Dankbarkeit ist das Gegenteil von Mangeldenken. Sie lenkt den Blick weg von dem, was fehlt, hin zu dem, was schon da ist. Mach's dir leicht. Dankbarkeit funktioniert auch ohne großen Aufwand. Du musst nicht jeden Tag ein Dankbarkeitsbuch füllen. Es reicht ein kurzer Gedanke am Abend. Was war heute gut? Ein Lächeln, ein Moment Ruhe, ein heißer Kaffee ohne Hektik. Oder schreib's auf einen kleinen Zettel. Mehr braucht es nicht. Leg ihn in ein Glücksglas, in dem du all diese kleinen guten Momente sammelst. Und genau dieses Glas hilft dir an Tagen, an denen dein Kopf dir einreden will, dass alles sinnlos ist. Und jetzt kommt der Gegenspieler. Unglücksbooster Nummer 1 ist das ständige Vergleichen. Die hat mehr Geld. Der hat's leichter. Diese Gedanken sind wie Unkraut im Kopf. Lässt du sie wachsen, wuchern sie überall. Und genau deshalb ist Dankbarkeit so wichtig. Sie holt dich raus aus dem Vergleichen und zurück zu dem, was in deinem eigenen Leben gut ist. Das Ende vom Glück beginnt da, wo du anfängst, dich zu vergleichen. Zweitens. Beziehungen, dein soziales Vitamin. Wir Menschen brauchen Nähe und damit meine ich nicht den WhatsApp-Status, sondern echte Gespräche. Freunde, Familie, Kollegen, Nachbarn, Menschen, bei denen du dich nicht verstellen musst. 2 echte Freunde geben dir mehr Halt als 50 Kontakte in deinem Telefonbuch. Wenn du lachst, teilst oder einfach nur schweigst, entsteht das, was Glücksforscher soziale Resonanz nennen. Also, verabrede dich. Ruf jemanden an. Sag mal wieder ehrlich, ich hab dich vermisst. Solche Momente zeigen, wie sehr gute Beziehungen tragen können. Doch es gibt auch das Gegenteil, Menschen und Situationen, die Energie ziehen. Und das macht unglücklich. Drama, Dauermeckerei, toxische Kreise. Wenn dir jemand immer wieder Kraft nimmt statt gibt, ist das ein Zeichen. Glück ist ansteckend, aber schlechte Laune leider auch. Such Menschen, die Licht machen, nicht solche, die es ausknipsen. Drittens, Körper und Geist. Teamwork für mehr Energie. Glück hat schlechte Karten, wenn dein Akku ständig bei 5% hängt. Bewegung ist kein lästiges Ich muss, sondern ein kleiner Neustart für deinen Kopf. Es muss kein Sportprogramm sein, nur ein Moment, in dem dein Körper merkt, ich bin da, ich bin wach. Ein Spaziergang tut's, ein paar Kniebeugen zwischendurch auch. Oder kleine Alltagsbewegungen, die fast nach Spaß aussehen. Der Kochlöffeltanz, wenn du in der Küche wartest, 2 Minuten reichen völlig. Der Treppenehrgeiz, wenn du die Stufen siehst und denkst, na gut, einmal hoch und vielleicht noch einmal. Und der Kaffee den Mini-Yoga, während der Kaffee durchläuft. Arme hoch, Schultern kreisen, ein Bein heben. Sieht komisch aus, funktioniert aber großartig. Solche Kleinigkeiten sagen deinem Körper, du lebst, mach weiter. Dazu genug Schlaf, gute Ernährung und, ganz wichtig, bleib neugierig. Lerne etwas Neues, auch wenn es nur ein Origami-Frosch ist oder die Kunst, Sauerteig am Leben zu halten. Dein Gehirn liebt Wachstum, nicht Stillstand. Und trotzdem gibt es Dinge, die dir das alles schneller kaputt machen können. Dauerstress, zu wenig Schlaf und der Gedanke, erst glücklich zu sein, wenn alles geschafft ist. Spoiler, das wird nie passieren. Viertens. Achtsamkeit, das kleine Stoppschild im Kopf. Wir hetzen durchs Leben wie durch eine Checkliste. Ich muss noch, ich sollte noch. Und am Ende des Tages? Abgehakt, aber nicht gelebt. Achtsamkeit heißt, kurz anhalten, atmen, riechen, schauen.
Den Kaffee nicht einfach trinken, sondern wirklich schmecken. Wenn du das regelmäßig tust, trainierst du dein Gehirn, Glück überhaupt zu bemerken. Oft fehlt nicht das Glück, sondern der Blick dafür. Doch genauso schnell wie Ruhe entsteht, kann sie wieder verschwinden. Denn dann kommt der Klassiker, der jeden stillen Moment ruinieren kann. Der typische Glückskiller: Grübeln. Wir kauen Gedanken wie alte Kaugummis, ohne Geschmack, aber mit Gewohnheit. Mach dir klar, nicht jeder Gedanke verdient Applaus. Manchmal darfst du ihn einfach vorbeiziehen lassen wie eine Wolke. 5. Vertrauen und Verbundenheit, das Gefühl, nicht allein zu sein. Manchmal läuft alles schief und trotzdem spürst du, irgendwie wird das schon wieder gut. Das ist Vertrauen. Nicht, weil du sicher weißt, wie es ausgeht, sondern weil du glaubst, dass du es schaffen wirst. Viele glückliche Menschen haben dieses Grundgefühl. Das Leben ist nicht gegen sie. Auch Krisen sind kein Beweis fürs Pech, sondern oft Wendepunkte. Du musst dafür nicht gläubig sein, nur offen. Meditation, Musik, Spaziergänge. Alles, was dich wieder spüren lässt, dass du Teil von etwas Größerem bist. So findest du wieder Halt. Aber es gibt auch Faktoren, die dir diesen Halt sofort wegziehen. Ständige Kontrolle, Misstrauen oder der Glaube, dass du alles allein schaffen musst. Vertrauen wächst im Loslassen, nicht im Festklammern. 6. Sinn und Freude, das, was wirklich trägt. Viele suchen das große Warum, aber oft liegt der Sinn im Kleinen. In dem, was dich auflädt, nicht in dem, was dich ablenkt. Freude entsteht nicht, wenn du ständig Neues jagst, sondern wenn du im Moment bist. Viele suchen ihr Leben lang nach dem 4-blättrigen Kleeblatt und übersehen dabei all die kleinen Momente, in denen das Glück längst da war. Koch was du liebst. Mach Musik, bastel, hilf jemandem. Kleine, echte Dinge, das sind die bleiben. Denn am Ende erinnern wir uns selten an das, was wir gekauft haben, sondern an Erlebnisse, Momente, Begegnungen. Das ist das, was wirklich nachwirkt. Und oft entsteht das größte Glück, wenn es gar nicht um dich geht. Denn wenn du anderen etwas Gutes tust, passiert etwas Spannendes. Dein Gehirn belohnt dich mit Dopamin. Nicht, weil du etwas bekommst, sondern weil du gibst. So kannst du Glück wirklich vermehren. Aber es gibt auch ein paar echte Glückskiller, zum Beispiel der Perfektionismus oder der ständige Druck, immer mehr leisten zu müssen. Und auch dieses ewige Aufschieben von Freude, dieses: wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich. Glück ist kein Ziel. Es ist ein Nebenprodukt davon, dass du das tust, was Sinn ergibt. Fazit: Glück ist kein Dauerzustand. Es kommt, geht und kommt wieder. Aber du kannst die Bedingungen dafür verbessern. Mit Dankbarkeit, Beziehungen, Bewegung, Achtsamkeit, Vertrauen und Sinn. Und du kannst das Glück schützen, indem du ein paar Klassiker meidest. Vergleiche, Perfektionismus, Dauerstress, Grübeln und Kontrolle. Denn glücklich sein ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung, die du jeden Tag ein kleines Stück treffen kannst. Also, heute kein großer Plan. Nur ein kleiner Schritt Richtung Zufriedenheit. Vielleicht einfach kurz durchatmen und dich fragen: Für was bin ich heute schon dankbar? Denn genau da beginnt Glück. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, drück den Daumen nach oben und klick auf Abo. Dann verpasst du keinen neuen Impuls mehr. Wenn du noch tiefer ins Thema einsteigen willst, in der Videobeschreibung findest du wie immer hilfreiche Bücher und Hörbücher, die dir noch mehr Leichtigkeit und Klarheit geben können. Bis zum nächsten Video hier auf Sentivita. Pass gut auf dich auf.